Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Martina Reis und ich bin fasziniert vom Pappmaché. Heute zeige ich euch wieder eine sehr einfache Variante, wie ihr aus geschreddetem Papier und Kleber wunderbares Pappmaché herstellen könnt. Ich verwende das auch sehr gerne bei meinen Arbeiten, vor allem bei den größeren. Und jetzt stellt sich die Frage, warum sollte man geschreddetes Papier nehmen, wenn man die Möglichkeit hat? Aus zwei Gründen. Weil es davon genug gibt. Heutzutage kommt ja jeder dran. Entweder hat man einen Aktenvernichter im Büro oder man kennt jemanden, der einen Schredder hat. So kann man sich das Papier einfach sammeln lassen und später daraus wunderbare Kunstwerke herstellen. Und der Hauptgrund ist aber, dass das Papier schon sehr in filigrane Stücke portioniert ist, also zerkleinert, und man spart sich die Arbeit mit dem Zerreißen und es weicht viel schneller auf. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß dabei! Als erstes braucht man natürlich geschreddertes Papier. Bei Bedarf kann man auch Zeitungspapier durch den Schredder jagen und sich das mühsame Zerreißen ersparen. Ihr braucht dann noch zwei weitere Zutaten und das ist Tapetenkleister in Pulverform und Holzleim. Zum Arbeiten braucht ihr dann noch einen Eimer, einen Stabmixer, eine größere Schüssel, einen Sieb und ein Geschirrtuch. Zuerst das Papier in den Eimer abfüllen. Ich habe ungefähr einen halben Eimer, ca. 300 Gramm Papier. Das ganze Papier muss mit Wasser bedeckt sein. Wenn ihr die Zeit habt, lasst das Ganze möglichst einige Stunden im Wasser stehen. Gerne auch über Nacht. Danach wird das Ganze sehr gründlich gemixt. Zwischendurch auch mit der Hand umwühlen, damit nichts vergessen wird. Im nächsten Schritt wird das meiste Wasser aus dieser Masse rausgepresst. Das funktioniert sehr gut mit einem Geschirrtuch oder zum Beispiel einer alten Gardine. Ihr müsst mit dem Pressen aber nicht übertreiben, denn etwas Wasser muss auch drinnen bleiben. Und jetzt wird das Ganze in einer Schüssel grob zerpflückt. Jetzt ist die Zeit, Tapetenkleister und Holzleim hinzuzufügen, damit die Masse sich verbindet. Ich mache das eigentlich immer nach Auge, da kann man nicht viel falsch machen. Aber für den Anfang hilft vielleicht zur Orientierung pro 100 Gramm trockenes Papier 2 Esslöffel Kleister und 1 Esslöffel Holzleim. Und jetzt kommt der Teil, der am meisten Spaß macht. Einfach kneten, kneten, kneten und zusehen, wie sich die Masse in einen wunderbaren Teig verwandelt.
Fertiges Pappmaché fühlt sich geschmeidig und formbar an, ähnlich wie Ton oder eine Modelliermasse. Um das Pappmaché vom Austrocknen zu schützen, ist es ratsam, es in eine Folie zu verpacken. So, das war's. Das Pappmaché ist jetzt fertig, ist gebrauchsfertig. Ihr könnt direkt loslegen oder diese eingepackte Pulpe 2 bis 3 Wochen im Kühlschrank lagern und nach aufbrauchen. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon Ideen, was ihr damit anstellen könnt. Ansonsten schaut euch noch mal ein bisschen auf diesem Kanal um oder in meinen beiden Büchern. Da stehen auch noch sehr viele Inspirationen und Erklärungen zum Thema Pappmaché. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und hoffentlich bis demnächst. Ciao!